Ja, guten Abend. Wir sind hier wieder für das Landgericht in Göttingen. Es ist den 16. August 2024 und wir hatten heute die 23. Sitzungstag. Und es war ein sehr ereignisvoller Tag mit viele Pause und ein bisschen ein Strafverfahren dazwischen, oder? Wir sind hier mit Katja Wirmer, die Anwältin von Rainer Füllmich. Und Katja, wie ist es dir gegangen heute? Ja, hallo, guten Abend. Ja, es ist tatsächlich mittlerweile so, dass wir ständig Pausen haben, mehr oder weniger lang, mal eine Stunde, mal 20 Minuten, mal eine halbe Stunde, mal 10 Minuten und zwischendurch werden dann neue Anträge eingereicht bei Gericht und dann zieht sich die Kammer wieder zurück und entscheidet darüber. Dadurch, dass wir das Selbstleseverfahren haben und deswegen die Beschlüsse oder Anträge nicht mehr vorgelesen werden. Im Moment werden halt auch keine Beschlüsse mehr vorgelesen, die das Gericht trifft, weil der Vorsitzende sagt, die meisten Beweisanträge oder fast die überwiegende Zahl wird erst im Urteil beschieden. Ja. Nur die er vorher noch für sachdienlich hält, die bescheidet er halt noch in der Verhandlung. Und ja, das sind offensichtlich sehr wenige, weil wir die Response auf unsere Beweisanträge ist halt größtenteils, dass man sich zurückzieht, dann im Selbstleseverfahren die Mitglieder der Kammer Kenntnis nehmen. Die anderen Prozessbeteiligten kriegen Kopien gemacht und dürfen dann auch davon Kenntnis nehmen. Aber das Entscheidende am Selbstleseverfahren ist halt immer, dass die Mitglieder der Kammer Kenntnis genommen haben. Das wird dann auch so ins Protokoll gegeben und alle anderen Kopien erhalten haben. Und ja, so macht das den Fortgang. Aber es fing an mit der Anwalt von Viviane Fischer, der war auch neu hier mit einem neuen Antrag zum Er hat jetzt den dritten Adhäsionsantrag eingereicht, der Frank Großenbach, genau, er hat ihn nochmal umgestellt und ihn mit heutigem Datum nochmal eingereicht. Die Kammer hat sich dann wieder zurückgezogen, hat über den Adhäsionsantrag beraten und ist zu dem Entschluss gekommen, dass das fast das Gleiche ist, was bisher beantragt wurde und dass er deswegen nicht beschieden, das heißt nicht als zulässig angesehen wird und ja nicht zum Verfahren zugelassen wird. Ja, deswegen hat Frank Großenbach genau im Zuschauerraum Platz genommen. Ja. Ja. Und dann hat er das andere Teil von seinem Antrag, die Beweisantrag oder die Stellungnahme von Viviane Fischer, die sich geändert hat er an die Verteidigung gegeben, habe ich verstanden. Und du und Herr Miseré haben dann das als Beweis? Nee, wir haben einfach nur den Beweisantrag. Ich habe dem Vorsitzenden den aktuellen Adhäsionsantrag übergeben und da war ein Beweisantrag mit angeheftet und den haben wir dann quasi genau als Anlage zu unseren Beweisanträgen eingereicht. Also mündlich genau hat der Kollege Miseré das dann nochmal betont, dass wir den dann stellen, weil er ja von Frank Großenbach dann nicht gestellt werden konnte. Genau. Dann hatte ich nochmal einen Antrag gestellt heute auf Aufhebung des schriftlichen Verfahrens, also dass die Beweisanträge oder auch alle anderen Anträge und prozessualen Erklärungen schriftlich eingereicht werden müssen, sondern dass wieder der Mündlichkeitsgrundsatz hergestellt wird. Und das wolltest du mündlich tun? Ich wollte das gerne mündlich tun, darauf wollte ich erst bestehen. Das hat der Vorsitzende aber natürlich abgelehnt. Und dann, ich reiche dann meine Anträge immer alle per E-Mail ein. Das dauert dann natürlich auch noch was, bis er die hat. Und genau, ich habe das dann per E-Mail eingereicht und zusätzlich nochmal einen Beweisantrag, den habe ich etwas später nochmal eingereicht, um Viviane Fischer auch nochmal zu vernehmen zu ihrer nun quasi ausgewechselten Aussage, weil sie ja jetzt ganz klar sagt, dass sie immer davon ausgegangen ist, dass die Spendengelder treuhänderisch auf den Anderkonten gegenüber den Spendern verwahrt werden, aber dass es kein Vermögen der VOG gab. Also die VOG ist damals nicht entstanden, nicht eingetragen worden und sie ist bis heute nicht eingetragen worden. Das heißt, 4 Jahre sind vergangen. Im Endeffekt kann man sagen, es ist eine gescheiterte Gesellschaft, die auch nicht mehr eintragungsfähig ist. Ja. Ja, wir hatten eine kurze Unterbrechung, aber wir waren dran. Du hast gesagt, du würdest Viviane Fischer nochmal einladen, oder? Genau, ich habe Viviane Fischer nochmal zur erneuten Zeugenvernehmung beantragt, auf der Grundlage des von ihr jetzt über Frank Großenbach eingereichten Adhäsionsantrages, weil sie ja offensichtlich ihre Aussage jetzt geändert hat, wenn sie sagt, dass die treuhändische Verwahrung der Spendengelder auf den Anderkonten der VOG, die ja kein eigenes Konto hatte, weil sie
nie eingetragen wurde als Gesellschaft, wenn das nur gegenüber den Spendern verwahrt wurde und eine Untreue daher möglicherweise auch nur gegenüber den Spendern hätte stattfinden können. Das ist eine völlig andere Rechtslage, als wenn man sagt, gegenüber der Vor-UG ist ein Delikt begangen worden und das Vermögen der Vor-UG ist geschädigt worden. Ja. Und die ist ja im Moment Adhäsionsklägerin und wird durch die beiden Anzeigenerstatter Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann, also durch die beiden Gesellschafter vertreten. Ja. Aktuell. Und wenn die Spender klagen würde, ist das dann auch ein Strafprozess oder ist das dann zivil oder wie ändert sich dann die ganze... Das muss man schauen. Also im Moment ist angedacht, dass man jetzt nochmal möglicherweise versucht, im Namen der Spender einen Adhäsionsantrag anzubringen. Ja, es ist immer ein Adhäsionsantrag, ist immer die Anbringung zivilrechtlicher Ansprüche innerhalb eines Strafprozesses. Ja, Okay. Sonst muss man direkt vor den Zivilgerichten klagen. Ja. Aber der Vorsitzende sieht es halt nach wie vor so, dass Viviane Fischer als Gesellschafterin nicht die Interessen der Spender hier vertreten kann, beziehungsweise wenn sie sagt, die Gesellschaft ist gar nicht geschädigt worden, ist sie selber keine Geschädigte und deswegen kann sie dann auch keinen Adhäsionsantrag quasi anhängig machen. Ja. Genau, also sie hatte ich beantragt, nochmal zu ihrer geänderten Einlassung zu vernehmen. Und dann haben wir Martin Schwab, Professor Dr. Martin Schwab, geladen über einen Gerichtsvollzieher im sogenannten Selbstladeverfahren. Die Verteidigung kann im Namen des Angeklagten selber Zeugen laden im Strafverfahren, wenn die halt vom Gericht nicht mehr geladen werden. Und die Kammer ist ja der Auffassung, dass die Beweisaufnahme von Amts wegen seit Anfang Mai bereits geschlossen ist. Und jetzt nur noch Beweisanträgen nachgegangen wird, die durch die Verteidigung oder den Angeklagten selbst eingebracht werden und die das Gericht für sachdienlich zur Sachverhaltsaufklärung hält. Und da haben wir jetzt Martin Schwab geladen und wollen ihn im Endeffekt auch zu den Ereignissen damals vernehmen. Ich hatte zunächst einen Beweisantrag gestellt, dass er halt bei diesen Vermittlungsgesprächen dabei war, dass er was zu den Darlehensverträgen möglicherweise sagen kann, die von beiden geschlossen worden sind, von Viviane Fischer und Rainer Füllmich. Und dann hinterher zu den Vergleichsverhandlungen, die sich ja dann auch noch im Jahr 2023 hingezogen haben. Da gab es ja dann auch einen umfangreichen E-Mail-Austausch zwischen Antonia Fischer, Justus Hoffmann und Rainer Füllmich, und Martin Schwab war da halt auch mit involviert, immer wieder als Berater. Es gab ja dann auch mal diesen Abfindungsvergleich, den die beiden vorgeschlagen hatten, also Antonia Fischer und Justus Hoffmann, als sie sich dann Ende 21 von den anderen beiden trennen wollten und aus der Gesellschaft ausscheiden wollten, aus der Vor-UG. Da hatten sie einen Abfindungsvergleich vorgelegt. Da hat Martin Schwab wohl auch irgendwie beraten oder war zumindest involviert. Er sollte da sozusagen den Schiedsmann machen und das Ganze begleiten, das Verfahren. Das wurde dann aber letztlich, ist es nicht dazu gekommen. Das wurde dann von Rainer Füllmich und Viviane Fischer abgelehnt. Aber er war halt immer wieder involviert in diese ganzen Gespräche zwischen den Gesellschaftern und hat da versucht zu vermitteln und war als Mediator da mehr oder weniger tätig nach meiner Kenntnis, und deswegen wäre er natürlich nach Ansicht der Verteidigung ein wichtiger Zeuge. Dieser Beweisantrag wurde zunächst abgelehnt. Also der Vorsitzende sagte, nachdem die Kammerberater hatten, wenn Martin Schwab als präsenter Zeuge in der nächsten Woche erscheinen sollte, würde er nicht vernommen von ihnen. Dann hat er aber, wir haben dann in der Pause, die sich dann nochmal anschloss, wegen anderen Beratungen, haben wir dann nochmal etwas Neues formuliert. Also der Kollege Christoph Miseré hat dann handschriftlich dazu nochmal einen Gegenantrag, eine Gegendarstellung quasi formuliert und den Beweisantrag nochmal neu geschrieben und hat das dann auch in diese Richtung formuliert auf die geänderte Einlassung von Viviane Fischer, dass ihr im Endeffekt immer nur die treuhändische Verwahrung der Spendengelder gegenüber den Spendern wichtig war, dass das immer ihr Anliegen war, dass es ja eigentlich nie um das Gesellschaftsvermögen der nicht eingetragenen Vor-GOG ging, sondern dass es hier immer nur um die Spender ging und um die Verwahrung der Spendengelder diesen gegenüber auf den Anderkonten. Ja, und diesen geänderten Beweisantrag hat dann der Vorsitzende tatsächlich zugelassen und hat gesagt, oder die ganze Kammer hat ihn zugelassen, sie haben darüber beraten, sie haben gesagt, okay, unter diesem geänderten Aspekt werden Sie Martin Schwab dann anhören, wenn er nächste Woche denn erscheint. Und davon gehen wir aus, also er ist geladen, ich hoffe, dass er auch kann, sonst müssen wir vielleicht noch mal die Woche danach abwarten oder so. Und, aber da er
förmlich geladen ist, auch wenn es von der Verteidigung ist, muss er erscheinen vor Gericht. Also es ist eigentlich genau so, als wenn das Gericht selbst lädt. Und genau, da von der Zeugenaussage erwarten wir uns noch mal einiges zur Sachverhaltsaufklärung. Wir hatten noch andere Anträge gestellt. Ich hatte ja gesagt, Wiederherstellung der Mündlichkeit, das ist abgelehnt worden. Dann hat es der Kollege Misery noch mal mit einem ähnlichen Antrag versucht, indem er gesagt hat, das Verfahren wird hier nicht beschleunigt, was ja eigentlich der Hintergrund sein sollte bei der schriftlichen Antragstellung. Aber es wird stattdessen irgendwie hier mehr oder weniger immer wieder verzögert, dadurch, dass wir ständig wieder eine Stunde Pause haben und im Endeffekt die Zuschauer gar nicht mehr mitbekommen, was passiert, sondern die werden immer nur kurz reingerufen, dann wird wieder ein neuer Antrag gestellt, der darf dann nicht verlesen werden und dann kriegt man vielleicht noch gerade ein Stichwort, wofür wir einen Antrag stellen und dann geht es wieder raus und dann wird wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde erstmal Selbstleseverfahren und dann von der Kammer darüber beraten und so ging das ja jetzt heute, ich weiß gar nicht wie lange. Ja, und Rainer Füllmich selbst hat auch gesagt, der der Angeklagte bekommt das auch nicht mit. Genau, er hat auch schon teilweise den letzten Antrag da nicht mitgekriegt, als ich dann um ein Rechtsgespräch gebeten habe und das angeregt habe, was auch abgelehnt wurde. Also es wurde eigentlich sonst alles weitere abgelehnt. Das haben wir dann auch noch mal gerügt, dass quasi alles im Urteil beschieden werden soll und die Verteidigung selber im Endeffekt jetzt gar nicht mehr einschätzen kann, wo wir stehen, welche Anträge hier noch als sinnvoll angesehen werden und welche nicht und welche wir eventuell noch irgendwie korrigieren oder überarbeiten könnten, damit die Kammer dann doch auf sie eingeht. Denn auch dazu kriegen wir überhaupt kein Feedback, weil wir keine ablehnenden Beschlüsse kriegen im Moment. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen abgelehnt wird. Das werden wir alles erst dann im Urteil erfahren quasi. Und alles Weitere darf nicht verlesen werden. Genau, es wurde dann nur, weil der Vorsitzende oder die Kammer den Antrag von dem Kollegen Misery gar nicht lesen konnte, diesen einen handschriftlichen, überarbeiteten Beweisantrag von Martin Schwab, den hat er dann notgedrungen verlesen oder hat sich da mal Feedback geben lassen, was das heißen soll. Einen Antrag des Kollegen habe ich dann auch noch in der Pause einmal abgeschrieben, den hat er mir dann diktiert. Und Rainer Füllmich hat seine Anträge abgegeben, die er halt auf der mechanischen Schreibmaschine in der JVA geschrieben hat, also mit dem ausgeblichenen Farbband und nochmal auch mit handschriftlichen Notizen da drin. Und gut, aber wenn Sie es so haben wollen, dann müssen Sie jetzt damit Vorlieb nehmen und er hat noch Anträge für die nächste Woche, das hat er auch gesagt. Er hat noch Beweisanträge, die er hat jetzt gerade eine neue Schreibmaschine gekriegt, die hat aber auch nicht funktioniert und dann musste ich ihm noch mal eine Bedienungsanleitung dazu ausdrucken und so. Also wir hoffen, dass er das jetzt bis nächste Woche schafft. Wegen der mangelnden Mündlichkeit und der Behinderung gerade des Angeklagten quasi, also gerade von Rainer Füllmich bei der Verschriftlichung der Beweisanträge, hat er dann auch einen erneuten Befangenheitsantrag gestellt. Den letzten, da gab es dann Unstimmigkeiten mit der Frist. Der war dann leider als unzulässig abgelehnt worden. Jetzt haben wir wieder hat er Frist zur Begründung bis zum 12. August um 11 Uhr. Ja. Und genau. Ja, da war noch eine Episode sozusagen, wann Herr Misery etwas hat gesagt über eine Anregung. Er hatte eine Anregung gemacht zu meinem Antrag. Und das wollte er mündlich besprechen. Und dann hat der Schindler gesagt, nein, das ist auch im Selbstleseverfahren. Dann hat Herr Misery etwas zitiert. Eine Anregung zur Prozessführung, das ging auch wieder. Das habe ich nicht gut verstanden, was das war. Ja, das war im Endeffekt auch wieder die mündliche Verlesung der Anträge bzw. die Bescheidung sämtlicher Anträge im Urteil. Dass er da gebeten hat, die Anträge so schnell wie möglich zu bescheiden und uns in der nächsten Woche auch möglichst schon Feedback zu geben, damit wir darauf noch irgendwie reagieren können. Aber auch das wollte er mündlich vortragen. Dann hat er sich mit dem Vorsitzenden, ging es hin und her, dass der Vorsitzende gesagt hat, nein, Schriftlichkeitsgebot. Dann hat er gesagt, dann möchte ich einen Kammerbeschluss dazu haben. Und dann ist die Kammer kurz zurückgegangen, hat sich darüber beraten. Dann gab es den Beschluss, dass das Schriftlichkeitsgebot aufrechterhalten bleibt. Also darüber wurde heute immer wieder entschieden, quasi in mehrfacher Form. Und dann hat er die Anregung halt so schriftlich auch eingereicht. So, da waren sehr, sehr viele Pausen. Was ich noch wichtig fand, was das Herr Misery auf einen Moment sagte zu dem Richter, Schindler vor allem, dass während der 16. Sitzung war Herr Rainer Füllmich total
gekettet oder so und da waren viel Polizeiwagen und Mitrailleure und das war sehr bewaffnet. Und da war die Stellungnahme immer, dass die Vorsitzende das gewusst hatte. Aber Herr Misery hat damals jetzt Befangenheitsanträge gestellt, weil der Richter hat es damals abgestritten. Das war der erste Tag, das war der 10. Juni. Da war Herr Rainer Füllmich das erste Mal halt dann auch an den Füßen gefesselt und er war zusätzlich mit bewaffneten Polizeibeamten begleitet. Das ist bis heute so. Also heute stand hier auch wieder ein Mannschaftswagen. Aber wir sind davon ausgegangen, weil der Mandant die Information hatte seitens der JVA, dass das vom Gericht angeordnet worden sei. Der Richter hat dann aber in der Verhandlung gesagt, er wüsste nichts davon. Wir haben ihm das nicht geglaubt, haben dann da weiter versucht zu recherchieren und auch bei der Polizei nachzufragen, konnten aber da kein eindeutiges Ergebnis erreichen, hatten deswegen Befangenheitsanträge gestellt, weil wir davon ausgegangen sind, dass er halt nicht die Wahrheit gesagt hat uns gegenüber in diesem Punkt. Und er hat jetzt, der Kollege Misery hat gesagt, er hätte jetzt durch seine Quellen erfahren, dass der Richter tatsächlich, also der Vorsitzende tatsächlich damals über den Hintergrund der erhöhten Sicherungsmaßnahmen keine Kenntnis hatte und die auch nicht selbst angeordnet hat. Ja, okay. Gut, dann haben wir noch etwas vergessen, etwas Wichtiges. Ich glaube, das meiste haben wir gedeckt. Also es geht nächste Woche weiter. Die Beweisaufnahme ist nicht geschlossen. Der Vorsitzende hat schon darauf gedrängt, dass wir doch jetzt bitte bis zum nächsten Termin dann möglichst, sofern uns das möglich ist, auch gerade dem Angeklagten möglich ist, die Beweisanträge, die wir noch haben, schriftlich einzureichen. Und es geht wie gesagt nächste Woche am 14. August weiter um 9:15 Uhr hier wieder. Ja. Und wir hoffen, dass Professor Martin Schwab erscheint als präsenter Zeuge und wir ihn vernehmen können. Ja. Okay, sehr vielen Dank. Gerne. Schönen Abend. Gleichfalls.